Und man kann offensichtlich jetzt auch wieder die scharfe Rhetorik inklusive diesem Wort erwarten. Eine scharfe Rhetorik, die hören wir hier wiederholt. Die AfD will ja trotzdem irgendwann regieren und dann das ganze Land. Ist es da sinnvoll, Gruppen dieses Landes so anzugehen, so anzufeinden und auszugrenzen? Also ich muss das widersprechen, wir feinden niemanden an. Und die links-woke, queere Gemeinschaft? Das ist doch keine Anfeindung, Entschuldigung. Meinen Sie das freundlich? Natürlich meine ich, nee, das meine ich nicht freundlich. Das ist die Realität. Das wollen die Menschen nicht. Ja, auch, ich meine, wir haben zum Beispiel in Sachsen das Gendern verboten, was auch richtig ist. Das wollen die Bevölkerung. Die Bevölkerung möchte das. Wir wollen Politik für die Interessen der Bürger machen. Und wir vor allen Dingen, was wesentlich radikaler ist, ist doch die aktuelle Sicherheitspolitik, die wir in diesem Land erleben. Es kann doch nicht sein, dass wir unsere Weihnachtsmärkte mehr schützen und Burgen um diese Weihnachtsmärkte bauen, anstatt unsere Grenzen zu sichern. Was ist in diesem Land los? Es kann doch nicht sein, dass wir uns gewöhnen daran, dass 6 Menschen beim Anschlag in Magdeburg auf einem Weihnachtsmarkt starben. Daran möchte ich mich nicht gewöhnen und das werden wir auch niemals zulassen. Das muss rückgeführt werden und wir müssen auch diejenigen, die hier straffällig geworden sind und auch übrigens auch der Attentäter von Magdeburg war mehrfach vorher straffällig und auffällig. Diese Menschen müssen unser Land verlassen. Aber ist es anständig, gerade Magdeburg, auch das war jetzt hier Thema, der mutmaßliche Täter hat mehrfach sich als AfD-Sympathisant online gezeigt, selbst so bezeichnet. Ist es da anständig, das einfach wegzuignorieren und zu unterstellen, dass andere, wie beispielsweise die Medien, ihrerseits das einfach unterstellen würden? Denn da kamen diese Infos ja nicht her. Also Entschuldigung, es ist ja wirklich affig zu sagen, dass es ein Sympathisant der AfD ist. Wo kommen wir da hin? Wir haben Anti-Islam. Ja, nur weil er jetzt Themen und Inhalte der AfD teilt, ist es doch kein AfD-Sympathisant. Entschuldigung, wollen wir das dann auch mit Sympathisanten von Fußballvereinen machen? Also das ist ja wirklich lächerlich. Wir haben gesehen, dass dieser Mann nichts in Deutschland zu suchen hatte, dass hier Behörden und vor allem die Politik versagt hat. Und die Frage, die man wirklich stellen muss, welche Politiker übernehmen eigentlich für diese Anschläge Verantwortung? Wir gehen sofort zur Tagesordnung über. Dieser Anschlag ist noch nicht mal einen Monat her. Und wir gehen zur Tagesordnung über und nichts passiert. Ich erwarte klare Aufklärung der Innenministerin in Sachsen-Anhalt, des Innenministers genauso wie von Frau Faeser oder auch dessen Rücktritt. Hier passiert ja gar nichts mehr in diesem Land. Und das wollen die Bürger nicht, das müssen wir den Bürgern klar machen. Und dafür werden wir immer streiten und kämpfen, dass wir, wie gesagt, uns an diese Zustände niemals gewöhnen werden. Gut, der Innenausschuss ist zu einer Sondersitzung noch vor Silvester zusammengekommen, will sich mehrfach treffen. Die Aufarbeitung soll passieren, aber wir wollen uns nicht nur... Und nichts passiert. Wir werden das natürlich verfolgen. Ich glaube, alle sind an einer Aufklärung interessiert. Wir wollen noch auf einen anderen Punkt schauen, wo der Ton auch sehr, sehr scharf wird. Sie haben bei den Demonstrantinnen und Demonstranten draußen von Terroristen gesprochen. Frau Weidel geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt sie rote Nazis. Das da draußen, in Ihren Augen, Nazis? Also es sind jedenfalls keine Aktivisten, wie es von den Medien ja teilweise populiert wird. Aber sind sie Nazis? Ja, ich meine mit roten Nazis, Demonstranten, beziehungsweise wenn Demonstranten Straßensperren errichten, das erinnert wirklich an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Also von daher hat Frau Weidel absolut recht. Es kann auch nicht sein, dass vor allen Dingen Gewerkschaften, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, diese Dinge nutzen, um einer demokratischen Partei hier diesen Parteitag unmöglich zu machen, unsere Mitglieder und Delegierten angreifen, die Polizei angreifen. Was sind das eigentlich für Zustände in einer sogenannten Demokratie, von der wir immer sprechen? Hier muss die Demokratie geschützt werden und es ist eine Schande für die Gewerkschaften, für die Arbeitnehmer und für die Polizisten, dass sowas unterstützt wird von Gewerkschaften. Ich glaube, dass Gewalt abzulehnen ist, da herrscht Einigkeit in den allergrößten Teilen der Gesellschaft. Aber nochmal, sie als Nazis zu bezeichnen, und das kurz nachdem sie Adolf Hitler einen Kommunisten, einen Sozialisten genannt hat. Ist das der richtige Weg? Wollen Sie da umdeuten und versuchen, das, was Sie links nennen, und das ist ziemlich viel, Nazi zu nennen? Sie hat nicht links als Nazis bezeichnet. Sie hat diejenigen Terroristen, die ich so bezeichnet habe, die Straßensperren errichten, als rote Nazis bezeichnet. Aber die sind doch links draußen in Ihren Augen, oder? Da stelle ich die Gegenfrage. Bin ich ein Nazi oder Faschist, wie ich beschimpft werde? Herr Merz beschimpft unsere Partei mich als Gesindel. Was ist das für ein Duktus? Aber ich kann ja gerade nicht mit Herrn Merz sprechen, sondern mit Ihnen. Also frage ich, wie wir zu interpretieren haben, wie Sie links neu definieren, wie Sie Hitler neu definieren. Ich definiere nicht die Linken. Ich definiere diejenigen, die Straßensperren errichten, die hier Parteitage kolportieren bzw. behindern wollen. Und wenn Frau Weidel die als rote Nazis bezeichnet, kann man das unterstreichen und kann man das auch so nennen.
Kann man auch unterstreichen, wenn Frau Weidel Adolf Hitler einen Kommunisten und Sozialisten nennt? Das kann man sicherlich nicht. Adolf Hitler war Sozialist, er war ein Nationalsozialist. Er war Nationalsozialist und wir wissen, dass die Nationalsozialisten den Sozialismus auch als Propagandamittel genommen haben in dieser Rhetorik, um Arbeiter für sich zu gewinnen. Wir wissen, dass der soziale Teil sehr, sehr schnell in der NSDAP quasi entmachtet wurde und der führende Kopf Strasser sogar 1934 ermordet wurde. Also, das ist doch eine Umdeutung der Geschichte. Ist die klug? Wieso kommt die jetzt im Wahlkampf, wo doch die AfD eigentlich eher so diese ganzen Themen NS, Hitler irgendwo von sich wegschieben wollten? Warum also jetzt damit kommen? Ja, gut, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was Adolf Hitler war. Und ich denke, damit ist auch alles gesagt. Und es ist auch kein Wahlkampfthema, wie Sie es jetzt bezeichnen. Das wird natürlich von Ihnen Medien jetzt gerne aufgenommen. Nochmal, Adolf Hitler war ein Sozialist, ein Nationalsozialist. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Dann nochmal abschließend auf die Tonalität, um auf die Tonalität zu sprechen zu kommen. Sie wollen Wählerinnen und Wähler gewinnen mit einem Wahlprogramm, das hart ist im Ton, mit einem Auftreten, das hart ist im Ton. Wie wollen Sie anschlussfähig werden? Nicht an andere Parteien, sondern anschlussfähig an andere Wählerinnen und Wähler. So doch nicht, oder? Wissen Sie, ich muss mich nicht entschuldigen für Wahlerfolge, die wir die letzten 2-3 Jahre erzielt haben. Mit unserer Programmatik und sicherlich auch mit unserem deutlichen Auftritt der Lage, die es in Deutschland gibt. Ganz ehrlich, wenn ich erlebe, wie die wirtschaftliche Situation ist, die ist extrem. Die Menschen haben mittlerweile kein Geld mehr, ihre Energie zu bezahlen. Die Menschen sind es leid. Die innere Sicherheit haben wir angesprochen. Dass es Gewalt auf Straßen gibt, dass Frauen sich nicht mehr sicher fühlen. Das ist extrem. Wir haben eine extreme Wirtschaftspolitik, eine falsche Wirtschaftspolitik, eine falsche Energiepolitik. Das ist extrem, was Herr Habeck als Wirtschaftsminister macht. Das haben die Unternehmen, das haben die Bürger satt. Darauf weisen wir hin. Und wir sind die einzige Alternative, die überhaupt darauf hinweist und auch Lösungen vorschlägt. Wir wollen wieder russisches Gas, wir wollen günstiges Gas. Wir wollen und versprechen auch, wenn Nord Stream repariert ist, dass wir wieder Gaspreise von 5 Cent haben, was der Mittelstand und unsere Industrie braucht. Ich bitte Sie ja nicht um eine Entschuldigung, sondern es war die Frage, möchten Sie eine Partei sein, die für alle Menschen wählbar wäre? Und ich glaube, das möchten Sie nicht. Wir sind für alle Menschen wählbar, weil wir sind Volkspartei. Wenn man in einem Bundesland wie Thüringen 33% bei Landtagswahlen hat oder in Sachsen um die 30% oder über 30%, dann ist man Volkspartei. Und Entschuldigung, wir sind jetzt im Umfang bei 22% bundesweit. Das umfasst ungefähr 12 bis 14 Millionen Wähler. Also ich meine, mehr Volkspartei geht gar nicht. Da wäre SPD und Grüne neidisch, solche Werte zu haben. Und wir werden diese Ergebnisse auch bei der Bundestagswahl bestätigen. Wir werden uns damit auch verdoppeln zu den Ergebnissen von 2021. Ein Riesenerfolg. Ohne uns, und das ist unser Ziel, soll es in Deutschland keine Politik mehr geben. Also wir wollen Politik im Interesse der Bürger machen, im Interesse Deutschlands. Diese Lobby muss gestärkt werden, die eigene Bevölkerung, und für die machen wir Politik. Hand in Hand mit Alice Weidel, nicht unbedingt Hand in Hand, zumindest mit der Tonalität mit allen Menschen im Land. Tino Kruppalla, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier.